Wenn wir an Riot denken, dann denke ich an irgendwie so Antifa-Jungs, so mit schwarzem Kapuzenpullover, aber nicht an irgendwie eine Drag Queen oder sowas, ja. Und mein Name ist Flo Mark, ich wohne in Berlin und arbeite mit dem Künstler und Filmemacher Lasse Laut zusammen. Wir befinden uns hier heute im Kostümfundus vom Schauspiel Frankfurt und der Oper Frankfurt. Ich freue mich riesig, dass wir heute tiefer ins Gespräch gehen können über dein künstlerisches Schaffen, aber vor allem auch über die Videoarbeit Hang On, Hang Tight. In dieser Videoarbeit deckt ihr eine bislang verborgene Geschichte der LGBT-Bewegung in den USA auf. Deswegen die Frage, welche Rolle nimmt queere Erinnerung oder queere Geschichte in deinem künstlerischen Werk ein? Vielen Dank für die total wichtige und spannende Frage und vielen Dank für die Einladung. Lasse und ich haben uns 2017 getroffen auf dem Queer Festival in Kopenhagen. Lasse hat dort einen Workshop zu queeren Geografien veranstaltet. Und das ist im Prinzip auch der Anfang unserer Zusammenarbeit, weil wir beide eben auch politische Menschen sind, uns politisch engagiert haben als Aktivisten, hat uns eben vor allen Dingen queere Proteste, die Geschichte queerer Proteste auch interessiert und vor allen Dingen die Episoden queeren Aktivismus, die eben nicht wie Stonewall in die Geschichtsbücher eingegangen sind, sondern ja, die irgendwie lange hinten runterfielen oder erst spät entdeckt worden sind. There were too many people that kept it in, and then someone said out, you know, shouted out, the police are trying to get in here. So we said, well, fuck them. Wir sind während den Recherchen in San Francisco auf diese Geschichte gestoßen, die Geschichte dieses Riots 1955 während Mardi Gras in New Orleans. Und wir sind darauf gestoßen durch Zufall. Wir haben in die Suchmaschine des Archivs Riot eingegeben, das Stichwort, und dann kamen da so alle möglichen Poster und verschiedene Objekte und unter anderem eben auch eine Audiokassette mit einem Interview eines damals schon verstorbenen Tänzers aus New York, Paul Coates. 1955 war im French Quarter in der Dixie's Bar of Music, eine Bar, die damals eben vor allen Dingen von schwulen Männern, aber auch lesbischen Frauen frequentiert wurde, wo auch Prominente wie Tennessee Williams, Gore Vidal und andere regelmäßig zu Besuch waren. Im Vergleich zu anderen Bars gab es dort wenig Razzien und auch deswegen war das so ein populärer Ort, also weil es ein relativ sicherer Ort war für die meisten Schwulen und Lesben zu der Zeit. Mardi Gras ist wirklich ein besonderes Ereignis in dieser Stadt. Historisch war es der einzige Tag des Jahres, wo Crossdressing erlaubt war. Und wir wissen aus unseren Interviews, die wir geführt haben mit vielen älteren Menschen, die damals auch in der Dixie's Bar of Music zu Gast waren, dass das wirklich für viele ein Ereignis war, wo sie das ganze Jahr darauf hingefiebert haben. Also es war der Moment, wo man sein konnte, wer man wollte, wo man sich ausleben konnte. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum diese Auseinandersetzung auf der Straße dann auch genau an diesem Tag stattgefunden hat. Also es war die Nacht vor Mardi Gras. Du hast es ja gerade schon mal ein bisschen angerissen, aber was war der Werkprozess hinter Hang On, Hang Tight? Wie habt ihr den Kontakt auch zu Zeitzeugen und Aktivisten aufgenommen? Denn eure Videoarbeit rekonstruiert die historischen Ereignisse ja auch durch Interviewsequenzen mit ganz vielen unterschiedlichen Personen. Also das war wirklich ein unglaublich spannender Prozess und für mich auch das erste Mal, dass ich wirklich so intensiv mich mit so Prozessen der Geschichtsschreibung beschäftigt habe, auch Kontakt hatte mit Historikerinnen und Historikern. Also Auslöser der Recherche
war eben die Geschichte eines einzelnen Mannes, den wir nicht mehr interviewen konnten, Paul Coates, der Tänzer aus New York, der eben in einem Interview für so ein Zeitzeugenprojekt diesen Riot erwähnte. Dann haben wir Kontakt aufgenommen zu verschiedenen Historikern und Historikerinnen, die sich mit queerer Geschichte in New Orleans beschäftigt haben. Da gibt es tatsächlich einige, interessanterweise. Die haben eigentlich alle erstmal gesagt, das glauben wir nicht. Da haben wir nie davon gehört, das ist total unwahrscheinlich, das kann nicht sein. Bis auf Howard Smith, ein Historiker, der in Los Angeles ansässig ist und viel zu queerem Karneval in New Orleans geschrieben hat, ein wunderbares Buch dazu publiziert hat. Und er hat dann er hat sich dann geschickter angestellt bei den Recherchen als wir und hat einen Zeitungsartikel gefunden, der bestätigte, 3000 Menschen waren in einer Auseinandersetzung mit der Polizei involviert zwischen der Dixie's Bar of Music und Pat O'Briens, 2 Bars, die für ihr schwules Publikum bekannt waren. Und mit diesem Dokument konnten wir dann auch die anderen Historiker langsam in so Gespräche verwickeln. Es hat aber irgendwie Jahre gedauert tatsächlich, bis wir dann den ersten Zeitzeugen gefunden haben, der noch lebt, der uns bestätigen konnte, dass es diesen Riot gab. Spekulation wird, glaube ich, in Zukunft noch eine viel stärkere Rolle spielen in der Arbeit von Lasse und mir. Und ich glaube, die wichtigste Referenz in dem Zusammenhang ist Saidiya Hartman mit ihrem Buch Wayward Ways of Life. Das ist natürlich in unserem Fall ein bisschen andere Geschichte. Es geht um andere historische Figuren. Aber genau, die Frage, die sich uns gestellt hat im Rahmen dieses Projektes und die sich auch Saidiya Hartman gestellt hat, ist, die Geschichtsbücher sind gefüllt mit den Geschichten der Gewinner, der Herrschenden, queere Menschen in der Vergangenheit, schwarze Menschen, vor allen Dingen schwarze Frauen. Das sind keine Figuren, die in den Geschichtsbüchern auftauchen. Und wenn es um historische Dokumente geht, dann sind es in der Regel eben immer nur Polizeiberichte und Gerichtsprotokolle. Wie lassen sich die Geschichten dieser Menschen erzählen? Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Frage und eine tolle Herausforderung, eine spannende Herausforderung, wo tatsächlich ja auch gerade die Kunst ganz viel an Werkzeugen zu bieten hat. Seeing that our written history is almost limited to police arrests printed in the papers, it enrages me that that's the only record that we have had. And I am determined that we know the other stories as well, that they don't be lost, that they don't be forgotten. Stories of outrageousness and fun, originality, but also stories of horror and survival, and most especially stories of people taking care of each other. Es gibt so viel Material, was wir jetzt gar nicht verwenden konnten. Es gab so viele Menschen, die wir noch gar nicht interviewen konnten, dass für uns dann relativ schnell klar wurde, okay, das muss weitergehen, das ist noch nicht zu Ende und wir sind gerade in dem Prozess, daraus einen Langfilm zu machen. Eine Geschichte, auf die wir erst vor einigen Monaten gestoßen sind, also nach Fertigstellung von Hänger und Hangtide, ist die Geschichte von Karl Schlegel. Karl Schlegel war ein Priester, der im Schwarzwald geboren wurde, in die USA emigrierte und zwischen 1906 und 1907 in New Orleans Flugblätter verteilte, in denen er gleiche Rechte für Homosexuelle, Bisexuelle und Asexuelle forderte. Daraufhin wurde er aus der Kirche geworfen. Er war verbunden mit Magnus Hirschfeld und seinem Institut für Sexualforschung in Berlin, was 1933 von den Nazis zerstört und geschlossen wurde. Es gibt auch noch eine Geschichte aus Kopenhagen, aus Dänemark, aus den 50er Jahren. Lasse, mit dem ich das zusammen mache, ist ja Däne, die wir auch gerne noch integrieren würden in dieses Projekt. Also da öffnet sich gerade noch mal was wir werden auf jeden Fall dran weiterarbeiten. Klingt großartig. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank.